Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. Zurzeit gehen wir durch Dave Hunts Buch A Cup of Trembling, Jerusalem and Bible Prophecy. Und Dave, wir schließen Kapitel 2 ab. Und vielleicht kommen wir heute noch zu Kapitel 3. Aber eines der Ziele hier ist es, die Themen wirklich anzugehen, was dein Buch gut macht, über Israel, über Jerusalem, aber aus einer biblischen, historischen Perspektive. Und diese beiden Wörter sind synonym. Die Bibel gibt uns die Geschichte absolut. Aber wenn wir etwas vom Hintergrund verstehen, bekommen wir Einsichten in das, was dort heute wirklich vor sich geht. Aber ich denke, ohne das wirkt es einfach wie zufällige Gewalt, zufällige Aktivitäten, politisch, wirtschaftlich, all diese Dinge, die Probleme schaffen. Nun, ohne das bekommt man nicht die Wahrheit. Man bekommt Propaganda im Radio oder im Fernsehen. Man bekommt eine Überarbeitung der Geschichte. Die Geschichte ist von den Muslimen umgeschrieben worden, indem sie behaupten, dieses Land gehöre ihnen, was es in Wirklichkeit nicht tut. Also ist es ein sehr wichtiges Thema. Dave, das verheißene Land. Wir sprechen seit einigen Wochen darüber und wir sagen, nach dem Wort Gottes, nach der Schrift ist es den Juden verheißen. So einfach ist das. Es ist so einfach. Nun behaupten die Muslime, die Araber eigentlich, dass es ihnen als Nachkommen Ismaels gehört. Aber das ist sehr klar. Ich denke, wir haben das in unserer Sendung kürzlich behandelt, oder? Haben wir 1. Mose 17. Dave. Aber die Grenzen des verheißenen Landes, das ist ein Problem. Das wird sehr klar in 1. Mose 15, 18-21 dargelegt. Ich zitiere das. An demselben Tage schloss der Herr einen Bund mit Abram. Später nannte Gott ihn Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, in Euphratstrom. Und er nennt die Völker, die es damals besaßen, die Keniter und die Kenisiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgasiter und die Jebusiter. Noch einmal, 1. Mose 15, 18-21. Es ist ein sehr konkretes Land, aber ganz sicher nicht das Land, das wir heute als Israel bezeichnen, das nur ein kleiner Teil dessen ist, was Gott tatsächlich verheißen hat. Ja, das ist interessant. Die Bibel legt es dar. Niemand kann dagegen argumentieren. Und es ist ein konkretes Land, das Israel gegeben wurde, Abraham gegeben wurde. Und natürlich, wie wir erwähnt haben, beanspruchen die Araber das als Nachkommen Ismaels, der Abrahams Erstgeborener durch die Magd seiner Frau Hagar war, dass es ihnen gehört. Und das wird in 1. Mose 17 ganz spezifisch behandelt, wo Gott sagt: Nein, Ismael ist nicht der Sohn der Verheißung, sondern Isaak ist der Sohn der Verheißung. Und Gott nennt sich selbst 203 Mal in der Bibel der Gott Israels. Nun, das war Jakob, das war Jakobs Name. Und er wird wiederholt der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt. Kein einziges Mal wird er der Gott Ismaels genannt, nie der Gott der Araber. Fühlt euch deswegen nicht schlecht, Araber, denn er wird auch nie der Gott der Amerikaner oder der Gott der Franzosen genannt. Er wird nur und ganz spezifisch immer wieder der Gott Israels genannt. Und dieses Land, die Welt, wurde Israel nicht gegeben. Also, sollten sie nicht hinausgehen und alles erobern und es sich nehmen. Nein, es war ein konkretes Land, und der Grund war die Bosheit dieser Leute. Sie waren so böse, dass Gott sie auslöschen musste. Das ist schwer vorstellbar. Aber schließlich hat er Sodom und Gomorra ausgelöscht, nicht wahr? Wegen der Bosheit dieser Menschen hat er sie mit Feuer vom Himmel vernichtet. In diesem Fall würde er Israel benutzen, um diese Menschen zu vernichten. Sie sollten sie nicht bekehren, sie sollten sie töten, sogar die Babys. Und ich verstehe das nicht.
Aber es muss irgendeine genetische Fehlentwicklung gegeben haben. Dämonische Besessenheit, die sogar die Babys betraf. Ich weiß es nicht, aber Gott sagt ganz spezifisch in genau diesem Kapitel, 1. Mose 15, dass er wegen der Bosheit dieser Menschen in seiner Gerechtigkeit gezwungen war, sie auszulöschen. Und Israel sollte ihr Land nehmen. Sie sollte nichts anderes übernehmen. Nun, im Gegensatz dazu glauben die Muslime, sie müssen die Welt erobern. Sie müssen die Welt für Allah übernehmen. Das ist ein großer Unterschied. Und sie sagen oft, nun, schaut euch die Juden an. Sie sind dort hineingegangen und haben die Kanaaniter getötet. Sie hatten ein konkretes Gebot von Gott und einen konkreten Grund, das zu tun, während die Muslime, Muhammad sagte, wir haben es wahrscheinlich schon einmal zitiert, Allah hat mir befohlen, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis alle Menschen bekennen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und Muhammad sein Prophet ist. Da ist also ein großer Unterschied. Aber jedenfalls, wie du hier herauszustellen versuchst, Tom, das ist das verheißene Land. Es ist ein konkretes Land, konkret und direkt Abrahams Samen durch Isaak und Jakob verheißen. Und Jakob, dessen Name zu Israel wurde. Und dieses Volk Israel wurde 400 Jahre im Land Ägypten festgehalten, während die Ungerechtigkeit der Amoriter, und das meint auch all die anderen. All die, die ich zitiert habe. Ja, während diese Ungerechtigkeit zur Reife kam. Und wir müssen sagen, die Welt reift heute wieder für Gottes Gericht. Aber die ganze Welt, das wird über die Welt kommen. Wir lesen davon im Buch der Offenbarung. Schreckliches Gericht wird über diese Welt kommen, wegen ihrer Bosheit. Dave, Israel hat jedoch nie Besitz ergriffen, nie das ganze Land in Besitz genommen. Werden sie es? Nun, sie haben es teilweise in Besitz genommen, denn wir lesen in 2. Samuel 8,3, dass David seine Grenze am Euphrat wiederherstellte. Also ging er tatsächlich bis zum Euphrat. Und dass er Besatzungen in Damaskus hatte, was den Syrern heute nicht allzu gut gefallen würde. Aber das ist das Land. Und tatsächlich wurde dieses ganze Land Syria-Palästina genannt. Und die Welt erkannte an, dass es den Juden gehörte. Und das haben wir auch durchgenommen. Der Völkerbund, die Grundsatzerklärung von 1922, die Balfour-Erklärung 1917. Und dann wurden sie natürlich verraten. Und schließlich bekamen sie 18% in der UN-Resolution 181, der Teilung dieses Landes am 29. November 1947. Aber Israel war einverstanden. Sie waren bereit, es zu nehmen. Und du weißt, dass die Araber randalierten und sie schließlich angriffen, weil sie den Juden keinen einzigen Quadratyard davon zugestehen wollten. Und Tom, wenn ich noch eine Minute nehmen darf, um das zu erklären. Siehst du, dieses Land war einmal im Besitz Israels. Okay, das ist lange her, das ist 3000 Jahre her. Aber seitdem wurde es von den Muslimen erobert. Zum Beispiel hielt das türkische Osmanische Reich, Muslime, es 400 Jahre lang bis 1917, als sie im Ersten Weltkrieg auf der falschen Seite standen. Und die Alliierten teilten es dann auf, schufen Jordanien und Syrien und Libanon und Irak, Iran, schufen Saudi-Arabien und die Arabischen Emirate und so weiter. Also kann dieses Land, nachdem es unter muslimischem Besitz stand, nicht aufgegeben werden. Das ist aus ihrer Sicht eine Umkehrung der Geschichte und es ist absolut unmöglich. Es darf nicht zugelassen werden, dass ein Muslim von einem Nicht-Muslim regiert wird, erst recht von einem Juden. Wenn man also ein bisschen diesen Hintergrund und die Denkweise der Muslime heute versteht, versteht man, warum es absurd ist, davon zu reden, ihnen noch ein bisschen mehr Land zu geben, um einen Friedensdeal mit Israel zu machen. Nein, Israel muss ausgelöscht werden, es muss vernichtet werden. Und die Muslime müssen dieses Land kontrollieren. Die Juden müssen unter ihnen sein. Es ist unerträglich, dass ein Muslim unter einem Juden steht. Nicht erlaubt. Zum Beispiel kann ein Muslim eine nicht-muslimische Frau heiraten. Aber ein nicht-muslimischer Mann könnte keine muslimische Frau heiraten. Das wäre unerträglich. Es widerspricht einfach allem, wofür der Islam steht. Also,
Das ist ein Land, das Gott diesem Volk gegeben hat. Das ist Geschichte. Das ist, ihr Grundbucheintrag steht in der Bibel. Seitdem ist viel Geschichte ins Land gegangen wegen Israels Sünde. Sie wurden aus diesem Land vertrieben. Aber Gott versprach, er würde sie bewahren und sie zurückbringen. Und das ist die Situation heute. Aber Dave, dieses Land also, das, wie du erwähnt hast, nur zu einem Zeitpunkt, vielleicht unter David, durch Truppen und so weiter, zumindest das Gebiet kontrollierte, das gegeben war. Jetzt haben wir Israel mit einem kleinen Teil und dann geben sie weg, tauschen es ein für sogenannten Frieden. Richtig. An einen Feind, der geschworen hat, sie auszurotten. Und dann haben wir, Tom, den Druck der ganzen Welt. Ja, aber was ist mit diesen Flüchtlingen? Sie haben ein Recht, zurückzukehren. Und noch einmal, ich weiß nicht, worüber wir in der Vergangenheit gesprochen haben, aber es gab im letzten Jahrhundert etwa 100 Millionen Flüchtlinge. Niemals, wirklich niemals, hat irgendeiner von ihnen das Recht bekommen, zurückzugehen und das Land wieder in Besitz zu nehmen, aus dem er geflohen ist. Und Israel hat diese Leute nicht hinausgejagt. Sie wurden hinausgejagt, könnte man sagen, durch das arabische Oberkommando, das über Radio sendete. Raus, alle Araber raus. Wir kommen rein. Wir werden die Juden auslöschen. Und dann könnt ihr zurückkommen. Aber sie sagen, und das ist die eine Ausnahme in der ganzen Geschichte. Diese Leute müssen wieder in ihr Land hineingelassen werden. Nun, sagen wir es so. Angenommen, wir hätten in Amerika eine Gruppe von Menschen, die entschlossen wäre, die Vereinigten Staaten zu übernehmen. Irgendeine religiöse Gruppe, irgendeine fanatische religiöse Gruppe, sagen wir David Koresh zum Beispiel, und sagen wir, seine Anhängerschaft würde auf Millionen anwachsen, und er wäre entschlossen, die Vereinigten Staaten zu übernehmen. Sagen wir, wir würden ihn nach Mexiko hinunterjagen. Okay, nun fordert er das Recht, zurückzukehren. Aber sein Zweck bei der Rückkehr ist, erneut die Vereinigten Staaten zu übernehmen, Amerikaner mit Selbstmordattentätern zu vernichten, mit allen möglichen Mitteln. Das ist die Situation, der Israel gegenübersteht. Und die ganze Welt besteht darauf, dass sie diesen Leuten Land innerhalb Israels geben, das dann zu einem Absprungbrett für ihre Übernahme Israels wird. Sie haben ihre öffentlich erklärte Entschlossenheit, die Juden zu vernichten, Israel zu übernehmen, niemals aufgegeben. Und jetzt, Tom, lass mich an jeden appellieren, der da draußen zuhört. Würdest du sagen, Israel sollte Millionen zulassen? Sie sind inzwischen in der Zahl gewachsen, und viele von ihnen sind hineingezogen, die nicht einmal von diesen ursprünglichen Flüchtlingen abstammen. Aber sollte Israel sie wieder hereinlassen, diesen Leuten Land innerhalb Israels geben, wenn sie geschworen haben, die Juden auszurotten? Das ergibt keinen Sinn. Es ist irrational. Es ist böse. Aber das ist die Denkweise der Welt. Das ist es, was Israel aufgezwungen wird. Auf der anderen Seite hattest du fast doppelt so viele Juden, die flohen, 1948, 49, 50. Sie flohen aus muslimischen Ländern, wo sie seit dem Aufkommen des Islam 1300 Jahre lang verfolgt und getötet worden waren. Es sind fast doppelt so viele von ihnen. Natürlich sind auch sie in der Zahl gewachsen, die nach Israel kamen. Dürfen sie zurückgehen? Gibt es irgendeinen Gedanken daran, dass sie zurückgehen und das Land und die Häuser wieder in Besitz nehmen würden, die ihnen einst in muslimischen Ländern gehörten? Irak zum Beispiel, Iran und so weiter. Sie würden nicht zurückrollen, das kann ich dir sagen. Dave, kannst du hier eine Unterscheidung machen? Es gibt jedoch viele Juden aus Europa, aus der ehemaligen Sowjetunion, Russland, die nach Israel einwandern. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen? Oder anders gesagt, es gibt viele Juden, die nach Israel einwandern. Würden Sie sagen, wir gehen zurück in das Land, das uns gehört, und so weiter? Mit anderen Worten, die Leute werden sagen, schaut, die Juden machen dasselbe und sie kommen hinein und errichten Siedlungen und so weiter und so fort. Ich verstehe, was du meinst. Weißt du, ich glaube nicht, dass die Juden, die nach Israel kommen, die meisten von ihnen glauben die Bibel nicht. Sie glauben nicht, dass sie das verheißene Volk sind. Sie glauben nicht, dass dies das verheißene Land ist.
Und das ist nicht der Grund, warum dieses ganze Gebiet, das Palästina genannt wurde, in den 1920er Jahren vom Völkerbund für diese Menschen ausgesondert wurde. Die Idee war, diese Menschen, sie wurden in der ganzen Welt herumgejagt, sie wurden gehasst und verfolgt, und sie hatten einmal hier drüben eine Heimat. Nun, sie verdienen es, eine Heimat zu haben, wie jeder andere es verdient, eine Heimat zu haben. Die Franzosen haben Frankreich, die Deutschen haben Deutschland, die Amerikaner haben Amerika. Warum können die Juden nicht Israel haben, selbst wenn es nur ein Teil dessen ist, was sie einmal besaßen, was ihnen gehörte? Und doch, Tom, das nennt man Zionismus. Wir werden nach Zion zurückgehen. Und du weißt, die Bibel hat viel über Zion zu sagen. Wenn ich Zion vergesse, sagt der Psalmist, wenn ich Jerusalem vergesse, so verdorre meine rechte Hand. Wenn ich deiner nicht gedenke. Das ist die Stadt Gottes. Das ist die Stadt Davids. Aber meistens gingen sie nicht mit der Idee zurück, wir nehmen Land wieder in Besitz, das unseren Vorfahren gehörte. Sie gingen einfach zurück. Du hattest einen Holocaust. 6 Millionen wurden getötet. Gebt uns wenigstens ein kleines Stück Land dort drüben zurück, das wir unser eigen nennen können, wo wir uns verteidigen können, und wir können es entwickeln und damit tun, was wir wollen. Und das ist die Begründung, dass sie dieses Land haben sollten. Aber Zionismus, die Idee, dass die Juden ein eigenes Land haben sollten, wurde von den Vereinten Nationen als Rassismus verurteilt. Stell dir das vor. Nun, das wurde 16 Jahre später wieder rückgängig gemacht. Aber rückgängig gemacht mit einer Abstimmung, bei der nicht jeder in diese Richtung abgestimmt hat. Sie behaupten immer noch, Zionismus sei Rassismus. Tatsächlich setzen die Araber Zionismus mit Nazismus gleich und so weiter. In der Tat sagt die PNO-Charta, diese Menschen sind keine Rasse, sie sind keine Nationalität. Sie gehören zu allen Nationen dieser Welt. Sie sind ein internationaler Einfluss zum Bösen. Und sie hier wieder zuzulassen, mitten im arabischen Heimatland, schafft alle möglichen Probleme. Sie wollen hier unter den Muslimen leben, unter der Scharia, unter islamischem Recht. Sie sind willkommen, das zu tun. Aber natürlich weißt du, was das bedeutet. Dave, ich glaube, sie werden Dhimmis genannt. Genau. Und um das zu erklären, falls wir es in der Vergangenheit nicht getan haben, und ich glaube nicht, dass wir es haben. Siehst du, als Mohammed sagte, Allah hat mir befohlen, gegen alle Menschen zu kämpfen. Okay? Er soll die Herrschaft übernehmen. Wenn du ein Heide bist, hast du die Alternative, entweder getötet zu werden oder zu bekennen. Es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist sein Prophet. Okay? Wenn du ein Christ oder ein Jude bist, dann wirst du Leute des Buches genannt. Diese werden die Leute des Buches genannt. Und theoretisch las sich die Bibel einmal genauso, wie der Koran sich liest. Tatsächlich sagt der Koran, dass wir, und ich weiß nicht, warum dieses Wort wir benutzt wird, für Allah, klingt wie eine Mehrzahl, aber jedenfalls, dass wir ihnen die Tora und das Evangelium und so weiter gegeben haben. Und dann wurde es verfälscht. Aber dennoch, weil dies die Leute des Buches sind und sie einmal den Koran hatten, haben sie daher eine weitere Alternative. Du bekennst, es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist sein Prophet, und du wirst ein Muslim mit vollen Rechten. Wenn du dich weigerst, das zu tun, da du die Leute des Buches bist, werden wir dir erlauben zu leben. Wir werden dich nicht töten, obwohl sie es oft tun, aber theoretisch, theologisch, nach islamischem Recht haben sie das Recht, unter dem Islam zu leben, und sie werden Dhimmis genannt. Nun bedeutet das, du bist nicht einmal ein Bürger zweiter Klasse, du bist schlimmer als das. Du musst boshaft behandelt werden, du musst gedemütigt werden. Deshalb mussten sie je nach Gegend entweder einen gelben Hut tragen oder eine bestimmte Art von Kleidung. An manchen Orten musstest du deinen linken Schuh am rechten Fuß tragen, deinen rechten Schuh am linken Fuß. Du musstest erkennbar sein. Und an manchen Orten mussten Christen ein riesiges Kreuz um den Hals tragen und die Juden einen Davidstern und so weiter. Denn wie willst du Menschen in der Öffentlichkeit demütigen, wenn du nicht erkennst, wer sie sind? Also mussten sie erkennbar sein. Nun weißt du, dass Hitler das aufgegriffen hat, und es gab bestimmte Gebiete, auf die sie beschränkt waren.
Natürlich waren es die Päpste, die sie zuerst in Ghettos gesteckt haben. Das ist also ein Dhimmi. Du hast das Privileg zu leben. Und das wären die Juden in Israel unter dem Islam. Sie hätten das Privileg zu leben, aber es wäre eine schreckliche, schreckliche Existenz. Und ich würde einfach jedem da draußen vorschlagen, wenn ihr bezweifelt, was ich sage, geht bitte zurück und lest eure Geschichte und findet heraus, wie die Existenz dieser Menschen 1300 Jahre lang in muslimischen Gesellschaften war. Wie die Juden und die Christen ebenso. Und so wäre es wieder als Dhimmis. Dave, wir haben etwa 2 Minuten, aber du hast ein interessantes Zitat von Rabbi Shlomo Riskin, der in der Jerusalem Post schrieb und über die Fähigkeit der Juden sprach, auf israelischem Boden zu bleiben und nicht ins Exil geschickt zu werden, die davon abhänge, wie sehr sie an der traditionellen jüdischen Lehre festhalten, an der Kontinuität ihres ethischen, moralischen, rituellen Verhaltens, das, wie er sagt, zusammenhängt mit unserer ruhmreichen Vergangenheit. Das ist es, was er schreibt, was interessant ist. Nur jene Juden, die nach Israel zurückkehren, weil es das Land ihrer Vorfahren war, nachdem sich ihre Großeltern sehnten, können dem Land Israel seine ursprüngliche Heiligkeit wieder verleihen. Und nur jene Juden, die ihre Geschichte schätzen und deren ethische, moralische und traditionelle Sitten untrennbar mit der großen Kette jüdischen Seins verbunden sind, wird es erlaubt sein, dieses Land und ihr Recht darin zu leben, zu bewahren. Nicht viel über das Wort Gottes hier oder über ihr. Es ist Tradition. Aber David Ben-Gurion, der erste Premierminister Israels, sagte es sehr klar. Er sagte, weder ich noch irgendein Jude noch irgendein Israeli, niemand hat das Recht, dieses Land wegzugeben. Und er erkannte an, dass es ihnen von Gott gegeben wurde. Und er bezog sich darauf, wie auch die Unabhängigkeitserklärung Israels. Sie verpflichteten sich Gott gegenüber. Aber die Juden heute in Israel sind sehr weit davon abgewichen. Etwa 30% behaupten, Atheisten zu sein. Viele New Ager und so weiter. Sie glauben das nicht wirklich. Also, werden sie Land weggeben? Ja, leider. Und eines Tages wird Jesus zurückkommen müssen und sie retten. Und sie werden schließlich erkennen, dass er der Messias ist, mitten in Armageddon.